Ja, mein Name ist Markus Queins. Ich bin bei der Starrag für die Business Unit Large Parts Machining Systems zuständig. Ich habe 2005 am BZL promoviert und habe den Kontakt stets gehalten, weil ich in der aktiven Zeit schon festgestellt habe, dass der Diskurs mit der Industrie sehr wichtig ist, um die Forschung auszurichten. Andersrum, aus der Industrieseite habe ich immer feststellen müssen, dass es gewisse Dinge gibt, die wir von der Systematik oder vom Tiefgang der Komplexität her als Unternehmen nicht treiben können. Insofern in diesem Gesamtkontext passt es natürlich auch gut, dass man sich hier mit vielen Leuten treffen kann und auf einem Level austauschen kann, weil die Probleme sind oder die Herausforderungen häufig überall die gleichen. Ja, das Ganze richtet sich ja aus nach dem Gesamtmotto Turning Data into Value. Und wir haben diese drei Begriffe jeweils in der Ausrichtung auf das Thema Biologisierung betrachtet. Das erste ist Turning. Was heißt Turning eigentlich in dem Zusammenhang? Das zweite Data und auch Value kann man unterschiedlich betrachten. Häufig ist der Value der schlichte EBIT, den ein Unternehmen erwirtschaftet. Das steht aber zum Teil im Zielkonflikt mit der Nachhaltigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund von Umweltschutz. Und das betrachten wir anhand von drei Anwendungsfeldern. Das erste davon ist die geschlossene Kreislaufwirtschaft. Das zweite ist die Evolution, transferiert auf die Produktion. Und das dritte ist die sogenannte Konvergenz. Also Technik greift in den Menschen ein und der Mensch greift in die Technik ein. Ja, wir verstehen darunter, dass wir in dem Zusammenhang Kreislaufwirtschaft zukünftig wahrscheinlich mehr Wert darauf legen müssen, dass wir ganzheitliche Betrachtungen von Herstellungsprozessen machen, die eben auch dann dem Umweltaspekt Rechnung tragen. In Teilen gibt es das schon, aber es gibt es immer nur dann, wenn die wirtschaftlichen Aspekte erfüllt sind. Das ist heute eigentlich immer der ausschlaggebende Treiber, das ausschlaggebende Anreizsystem. Wir verstehen darunter weiterhin, dass Strategien aus der Natur, nämlich die sogenannte Evolution, in einem Zeitraffer-Aspekt durch Simulation, durch Modelle angereichert auf Herstellungsprozesse übertragen werden können und damit deutlich schneller zu einer Verbesserung von Produktivität führen können. Und wir verstehen damit zusätzlich, dass Mensch und Technik immer näher aneinander wachsen, was aber durchaus auch ethische Aspekte haben kann. Also der Mensch kann unterstützt werden, was es heute schon gibt, durch Exoskelette. Man kann ihn vielleicht auch dahingehend unterstützen, dass er eine Null-Fehler-Produktion schafft. Aber man kommt dann natürlich auch irgendwo an ethische Grenzen, wie sehr bevormundet man den Menschen. Und das ist letztendlich vor dem Hintergrund des hohen Produktivitätsdrucks, den wir alle haben, ist das durchaus eine Diskussion wert. Also es gibt viele Fälle, in denen wir heute angewiesen sind auf Experten-Know-how, was aber teils nicht greifbar ist. Und wenn der Experte nicht da ist, dann geht vielleicht was schief. Insofern ist ein Aspekt, den wir sehen, bringe Dinge, die heute nur in einem Expertengehirn sind, in Muster, in Algorithmik, um mehr Sicherheit in der Produktion herzustellen. Ein weiterer Aspekt ist, die Dinge werden immer komplexer. Der Mensch beherrscht sie teilweise nicht mehr. Da müssen Tools an die Hand gegeben werden, um diese Komplexität weiterhin beherrschen zu können. Und der dritte Aspekt ist, dass wir den Aspekt der Nachhaltigkeit durchaus mehr ins Licht rücken müssen. Das ist etwas, was heute noch nicht so sehr im Fokus steht, weil wir in den kurzen Zyklen eigentlich immer nur auf das gucken, was unterm Strich an Geld herauskommt. Langfristig lernen wir aber ja gerade, dass wir auch anders schauen müssen.